Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir wieder neue UEFA-Top-Spiele und wie ihr es von mir gewohnt seid, werde ich euch dann natürlich eine günstige Lösungsmethode präsentieren. Anschließend machen wir dann natürlich auch noch meine Packs auf und heute gibt es Packs im Wert von 40.000 Coins und wir bezahlen dafür gerade einmal nur ca. 20.000 Coins. Könnt ihr noch ein paar Tage warten, dann wird es sicherlich nochmal etwas günstiger. Momentan haben wir einfach Upgrade-Picks und das treibt die Non-Rare-Preise nach oben. Also die haben sich verdoppelt und von daher wird es halt etwas teurer aktuell. Und ich würde sagen, wir starten rein mit den ersten oder mit der ersten SBC. Zwei sind es natürlich wieder. Bayern München, Villarreal spielen ja am heutigen Abend. Liverpool, Benfica, wahrscheinlich dann morgen. Und ja, die Packs. Ja, die sind in den SBCs, sind die zwar ein bisschen kleiner, aber wir haben noch ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Das hat immerhin einen Wert von 30.000 Coins. Die kann man nicht so genau beziffern. Da gibt es keinen genauen Wert. Von daher würde ich es mal so sagen, 40.000 Coins in etwa. Okay, die erste SBC hat folgende Bedingungen. Bayern München oder Villarreal mindestens einen Spieler. Hier habe ich einen von Villarreal genommen. Spieler aus demselben Land, Region mindestens 4, Vereine mindestens 5, seltene mindestens 1 Spieler, aber mehr ist kein Problem, sind ja eh alle gleich teuer bzw. günstig. Teamgesamtbewertung 79, Teamchemie 75 und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt natürlich wieder 7 Tage Zeit, diese Aufgaben zu meistern, also wenn ihr jetzt vielleicht keine 20.000 Coins habt oder ihr einfach nochmal warten wollt, damit das Ganze nochmal so 4, vielleicht 5.000 Coins günstiger wird, dann könnt ihr natürlich auch noch warten. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst und jetzt schauen wir uns die zweite an. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Liverpool, da braucht man mindestens einen Spieler, Benfica ebenfalls einen Spieler. Ligen mindestens 3, seltene mindestens 2, Teamgesamtbewertung 81, Teamchemie 80 und auch hier gehen wir einmal fix durch. Beim Torhüter habe ich gerade Trapp sehr günstig bekommen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch einen Ortega benutzen. Hauptsache, es ist ein deutscher Spieler aus der Bundesliga. Und natürlich sollte es ein Torwart sein. Ähnlich verhält sich das hier bei einem IV oder beim LV. Und ich würde sagen, auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Dann würde ich sagen, geben wir das Ganze ab. Und die andere SBC, die müssen wir natürlich auch noch abgeben, bevor wir uns dann an die Packs schmeißen. Bin mal gespannt. Vielleicht haben wir jetzt nochmal die Chance auf den Foot Captains. Rolls-Royce oder Gomez. Das wäre ja was. Okay, gehen wir rein. Ich drücke mir die Daumen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr was Gutes zieht. Fangen wir an mit den kleineren Set. Let's go, komm, gönn EA. Ja, es wird Ort. Ein Kia wird das, ein 83er. Ja, kann man gebrauchen. Ist das ein Spieler, den ich unbedingt möchte? Nein, eher nicht. Machen wir weiter. Das war erst ein kleines Anfangspäckchen, sagen wir mal so. So, seltenes Goldspieler-Pack in klein, garantierter 82 plus und hier bekommen wir einen Inform. Ja, das ist Hernandez. Ja, klang ja fast gleich. Den nehmen wir mit. Das ist echt super, denn
der bezahlt uns quasi schon mit Grealish zusammen. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Sorry Leute, ich habe keinen Schlaganfall bekommen. Das waren einfach 2 Namen. Das hat nicht gepasst. Naja, jetzt auf jeden Fall haben wir die beiden Spieler und die bezahlen uns diese SPC. Die wandern auch alle auf dem Transfermarkt. Mal gucken. Momentan ist ja wirklich Non-Rares. Die haben momentan alles, was das Herz begehrt, was ja, an Coins betrifft. Die haben sich verdoppelt. Also GG an diejenigen, die, jetzt haben wir den Grealish nochmal, die da investiert haben in die Non-Rares. Die sind da gut rausgekommen. Das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video gerne positiv bewertet. Das würde mich sehr unterstützen. Könnt ihr auch gerne mal kommentieren, was ihr daraus gezogen habt. Ansonsten nicht vergessen, mich hier auf YouTube auch kostenfrei zu abonnieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Dort dann natürlich auch mit einer Livecam. Und ja, bis dahin. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.